Hallo zusammen, mein heutiges Thema ist die verdeckte Gewinnausschüttung. Wann spricht man eigentlich von einer verdeckten Gewinnausschüttung? Und unter welchen Umständen kann sie auch strafrechtliche Konsequenzen haben? Diese und viele weitere Fragen dazu stellt mir heute Jörg. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Ja, moin Thomas, vielen Dank mal wieder für die Einladung. Verdeckte Gewinnausschüttung, wieder mal ein geiles Thema am Start. Wann spricht man denn eigentlich überhaupt von verdeckter Gewinnausschüttung? Ja, also das gibt es nur bei einer GmbH. Und das Recht sagt, es ist eine überhöhte Vermögensminderung oder eine verhinderte Vermögensmehrung, okay, die ein Gesellschafter, Geschäftsführer begeht, weil er das machen kann. Und das sind häufig so die Fälle, wo er sich entweder eine überhöhte Vergütung bezahlt oder wo er verteuert etwas einkauft von einer nahestehenden Person. Das kann Lebensgefährte sein, das kann Vater sein, aber das können auch Firmen sein, auf die er durch seinen wirtschaftlichen Faktor bei der Firma einen großen Einfluss hat. Okay. Das können natürlich auch andere Punkte sein, wo er eine Vermögensmehrung verhindert. Das sind natürlich so die Fälle, gewährt sich ein Darlehen ohne Verzinsung oder er nimmt sich einen Pkw, ohne den zu versteuern. Also das sind so die Punkte der verdeckten Gewinnausschüttung. Okay, hast du mal so ein konkretes Beispiel, vielleicht mal so mit Ware oder so? Ja, mit Ware, da habe ich einen Kandidaten mal betreut, der hat mit Datteln gehandelt und hat die Datteln aus der Türkei bei seinem Vater eingekauft und hatte dann nachher aber 3 Millionen Euro Verbindlichkeiten aus Lieferungen, Leistungen dort stehen und hat immer wieder neue Datteln bekommen. Das ist ja so ein bisschen, das stinkt ja so ein bisschen. Ja. Und dann fragst du dich, wie kann das denn sein? Rausgekommen ist mein Vater und ich schulde ihm gar nicht das Geld. Wir haben es also ein bisschen erhöht gemacht, um den Gewinn hier in Deutschland zu senken. Okay, also er hat eigentlich Datteln gekauft, aber am Ende mit Zitronen gehandelt, wenn wir mal in der So hat er das gemacht. Ne? Hier war übrigens die Lösung, der Vater hat einen einzigen Anteil an der GmbH bekommen, damit war er Gesellschafter und dann konnte er die Verbindlichkeiten wie eine Kapitalrücklage umwandeln. Okay. Also aber die Steuerhinterziehung ist grenzwertig, nur die Nachweisbarkeit liegt ja nicht bei mir. Also der Mandant, ich habe ihn offen darauf angesprochen, der konnte mir einen Kalkulationsnachweis erbringen, dass das alles so seine Richtigkeit hatte. Und außerdem sind Warenbestände ja Vermögenswerte, mindern ja nicht per se den Gewinn, sondern nur der der veräußerte Teil, der hat ja den Gewinn gemindert. Und ob das dann zu viel oder zu wenig war, das liegt ja bis zu einer gewissen Prüfungsgrenze auch nicht mehr in meinem Ermessen und auch nicht in meiner Macht. So haben wir das letztendlich gelöst. Er konnte mir die Berechnung zeigen. Das war alles mit dem Drittvergleich zu vergleichen. Der Vater hat einen Anteil bekommen und dann haben wir daraus eine verdeckte Einlage gemacht. So heißt das Steuerrecht. Ja, okay. Aber eine verdeckte Gewinnausschüttung, ist das denn überhaupt offiziell erlaubt? Nein, das ist nicht erlaubt. Also das ist im Prinzip ja auch dafür da, dass zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Besteuerung, dass alles so gestellt wird wie bei fremden Dritten. Ja. Und wenn du dir natürlich irgendwelche Vorteile ziehst, also entweder dadurch, dass du etwas nicht bezahlen musst aus deiner Firma, aber jeder andere müsste etwas bezahlen, oder du etwas überteuert vergütet bekommst von deiner Firma, dann sind das genau diese Momente, wo das Finanzamt das auskorrigieren möchte. Und es ist übrigens ganz wichtig, es ist keine Umqualifizierung. Ja, das habe ich mal von jemandem gehört, das stimmt nicht. Man redet nicht davon, dass eine Einkunftsart umqualifiziert wird. Nein, es ist einfach, dass der Teil, den du als Ausgabe oder als Einnahme hast, zu einem wirtschaftlichen Wert reduziert wird oder erhöht wird. Und der übersteigende Betrag, ja, der wird dann Körperschaft und Gewerbesteuer belastet und privat nochmal als Einkünfte aus Kapitalvermögen. Also da erwächst quasi eine neue Einkunftsart draus. Okay, du hattest irgendwas von Strafrecht erzählt, da werde ich aber ganz hellhörig. Also es klingt so, als wäre das schwierig, wenn man dann damit auffällig wird. Ja, also der Fall mit den Datteln, das ist so ein Fall. Das hat natürlich den Charakter Steuerbetrug. Und das wird natürlich auch steuerlich geahndet. Man muss aber sagen, nicht per se sind alle verdeckten Gewinnausschüttungen auch strafrechtlich zu würdigen. Okay. Das muss schon wirklich sein, dass du wollentlich und wissentlich einen Steuerbetrug begehen möchtest. So, ne? Das ist manchmal ein bisschen grenzwertig, aber wenn du jetzt, sag ich mal, einfach nur dir keine Zinsen berechnest für dein Darlehen, dann wird es in der Regel nicht gleich als Steuerbetrug vorgeworfen. Aber klar, am Ende ist es immer wichtig,
inwieweit ist der subjektive Tatbestand der Steuerhinterziehung erfüllt. Okay. Und wenn man sich dann so am Fremdvergleich orientiert, dann würde man das daraus ableiten. Da kannst du schon mal in die Falle geraten. Ne? Okay, und was würdest du mir denn jetzt empfehlen? Also wie soll ich mich denn verhalten? Was wäre der beste Weg für mich? Ja, sei offen und ehrlich. Mach es wie ein fremder Dritter es auch tun würde. Und auch wenn du es mal ein bisschen übertreibst, dann musst du halt eine Begründung finden, warum du der Meinung bist, du kriegst deine Million Euro Nettogehalt, hast du mir ja mal gesagt. Ja, genau. Das wäre so dein Gehalt. Das ist natürlich völlig übertrieben. Aber wenn du irgendwie durch deine fachliche Qualifikation, durch weiß ich, was eben nicht branchenüblich ist, beweisen kannst oder so ein bisschen Futter bei den Fische bringst, dass du 1 Million wert bist, dann geht das natürlich klar. Ne? Aber wenn du es einfach machst und dann kommt der Finanzbeamte und sagt, ja, im Branchenvergleich, Sie zahlen sich ja doppelt so viel, 3-mal so viel wie jeder vergleichbare Geschäftsführer und du stehst dann mit, bin ich wert, das reicht natürlich nicht aus. Okay, ich sehe schon wieder. Verdeckte Gewinnausschüttung auch ein sehr interessantes Thema und Gott sei Dank hast du es mir jetzt erklärt. Ich verstehe es und ich muss noch mal über meine Millionengehalt nachdenken wahrscheinlich. Ja, wie Sie das gehört haben mit dem Beispiel aus den Datteln, das bringt überhaupt nichts, wenn Sie da irgendwelche Deals mit Angehörigen oder mit sich selber machen. In dem Moment, wo Sie Ihre GmbH schwächen, also entweder auf Einnahmen verzichten oder Ausgaben überhöht vornehmen, dann wird das Finanzamt das zwangsläufig auskorrigieren müssen. Einfach zur Sicherstellung des deutschen Besteuerungsaufkommens. Ja, zur Not könnten Sie natürlich viele Sachen dann immer noch gestalten, vor allen Dingen auch eine GmbH atypisch still, denn die kennt keine verdeckte Gewinnausschüttung. An einem anderen Tag habe ich das mit Jörg besprochen. Sehen Sie sich das gerne auf meinem Kanal an. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Thanks for watching.